Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Nach einer kleinen Pause, wir hatten ja Thanksgiving in den USA, heute wieder die Nachrichten. Themen, die wir haben, sind Lufthansa-lastig. Einen sagen Gott sei Dank und einen sagen oh Gott. Ja, die Lufthansa hat Zahlen bekannt gegeben, schwarze Zahlen. Lufthansa schafft den Turnaround. Dann gibt es Neuigkeiten von Fox, der Future Onboard Experience. Da gab es Essens-Tasting. Neue Europaflüge, Air Canada strapaziert wohl das Thema Lufthansa Joint Venture mit 321ern, die dann über den Tümpel fliegen. Dann soll es dann Flüge geben aus Kanada nach Berlin sogar. Interessant, oder? Ja, 100 Jahre Lufthansa Sonderlackierung und Jubiläumsflotte. Das heißt also nicht nur ein Flugzeug wird da mit der neuen Lackierung zu sehen sein. Die 787-9, wissen wir ja schon, Dezember kommt sie, ist ja bald Dezember, geht los. American Airlines, da gibt es Meilen zu kaufen vom American Airlines. Und last but not least, United Airlines hat auch noch einen Black Friday Deal. Also, ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch am Ende des Tages aufs Gut zu kommen. Ja, Lufthansa schafft den Turnaround. Wer hätte es gedacht? Und zwar keine weiteren innerdeutschen Streichungen. Lufthansa verzichtet im kommenden Sommer auf Streichungen. Ich denke mal, man hat festgestellt, dass man Zubringer doch dann braucht. Diese 350 Millionen Ersparnis aufgrund der Ticketsteuer, weiß ich jetzt nicht ehrlicherweise, ob das der Bringer war. Besonders wichtig, Strecken München, Münster, Osnabrück bleibt erhalten. Auch für Dresden, Bremen, Hannover sieht es sehr gut aus. Eurowings und Austrian planen zusätzliche Flüge ab deutschen Flughäfen. Die politische Entlastung ist ein Signal. Die Bundesregierung beschließt Entlastung des Luftverkehrs um diese 350 Millionen Euro und Lufthansa sagt, man wird jetzt zumindest nicht mehr streichen. Lufthansa interpretiert das als Signal für bessere Verbindungsqualität in Deutschland und Europa. Ich muss ein bisschen grinsen innerlich, aber hey, who knows? Ja, das Turnaround-Programm greift die Lufthansa Classic, also die Kernmarke, die ja auch dort immer wieder gesagt wird, sie wären zu teuer, war im ersten Halbjahr 2025 noch mit 274 Millionen Verlust beteiligt, von 307 bei den Lufthansa Airlines gesamt. Also ihr merkt, wo die Knete floss. Und jetzt ist es so, dass man die Zahlen mit dem Sanierungsprogramm Turnaround im Plan liegt und Ziele werden 2025 erreicht. Ja, strategisch Lufthansa Classic wird stärker auf die Langstrecke getrimmt, war ja auch kein Geheimnis, das war ja bekannt. Lufthansa möchte ja, dass die Langstrecke Lufthansa Classic macht. Die Zubringer werden dann an die Lufthansa Airlines da aus München umgeroutet oder an Eurowings und so weiter und so fort, weil die billiger produzieren als die Kernmarke. Und kurz oder knapp, Discover Airlines, City Airlines sollen bis 2030 bei 50% liegen, statt 80 jetzt, die bei der Lufthansa Classic liegen in 2024. Also das heißt, ihr seht, ihr merkt, die Lufthansa verschiebt das. Flottenwachstum wird konzernweit auf Interkontinentalsparte fokussiert. Auch weiter geht der ganze Quatsch dann mit dem Thema 2/3 durch Kostenabbau in der Verwaltung, heißt also Entlassungen. Ich weiß nicht, ob das immer eine gute Idee ist, Leute zu entlassen, Leute rauszuschmeißen, weil man damit natürlich auch Kompetenz verliert. Muss man natürlich wissen. Ja, die Lufthansa liegt laut Ritter und Jens Ritter ist der Verantwortliche von der Lufthansa Mainline. Derzeit pünktlich wie seit 10 Jahren nicht mehr. Ihr könnt ja auch berichten, ob das so ist, ob eure Erfahrung das so ist. Neue Flugzeuge erlauben Fokus auf höhere Profilität, größeres Vertrauen in Allegris, weitere Service-Upgrades in allen Klassen. Und ab Februar 2026 erhalten sogar die eigentlich ausgemusterten 380er, also eigentlich, die waren ja alle weg, ne, bekommen auch die neue Kabine. Also das heißt, da geht es auch weiter, ein Commitment. Premium Airline Nummer 1 in Europa werden pünktlich zum 100. Jubiläum der Vorgängerin 2026. Werden wir auch gleich nochmal thematisch gehen. Jens Ritter sagt, wir sind auf dem Weg in die schwarzen Zahlen. Mit dem Entlastungspaket hat die Bundesregierung ein Signal für eine bessere Verbindungsqualität in Deutschland und Europa gesetzt. Ja, der Kollege Kreuzpainter
Stefan ist Netzwerkmanager der Lufthansa und der sagt zur Zielsetzung von Turnaround folgendes Zitat. Die Zielsetzung ist ja klar, bis 2030 werden wir 50% der Lufthansa Airlines Kurzstreckenflotte bei den effizienteren Flugbetrieben Discover Airlines und City Airlines haben. Effizienter heißt nicht, dass die Flugzeuge effizienter sind am Ende des Tages, sondern die Crews sind einfach billiger. Brederung. Ja, damit ist es halt so, dass die Lufthansa sich weiter wegbewegt von einem klassischen Netzwerk-Carrier, sondern zur Langstrecke und möchte sich dann mit seinen Töchtern auf der Kurzstrecke behaupten. Und damit ist es so, dass es eine Premium-Airline werden möchte. Kurzstrecke wird zum größten Teil auf billig Low-Cost-Plattformen-Konzernen ausgelagert, Discover in City. Turnaround ist nicht nur Kostenschnitt, sondern auch eine Portfolio-Verschiebung. Wenn man nämlich merkt, dass 80%, die jetzt von der Lufthansa selber geflogen werden, von der Classic Mainline, auf 50% reduziert wird, ist das natürlich eine klare Aussage. Ja, ist es für euch okay, wenn Lufthansa-Konzernstrecken, Kurzstrecken immer weiter an Discover oder an City Airlines ausgelagert werden? Solange die Langstrecke dafür wirklich Premium wird, ist das für euch ein Trade-off, wo ihr sagt, ja, damit kann ich leben? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, nee, das ist eine Spirale nach unten, ein Race to the bottom? Die Lufthansa hat ja ein Atlantic Joint Venture mit United Air Canada unter anderem und SAS war ja damals auch nicht so mit zufrieden. Deshalb sind sie aus der Star Alliance raus in die SkyTeam als Gründungsmitglied der Star Alliance und sie blühen ja gerade richtig zu auf im Moment. Und da ist die Frage, ist die Lufthansa zu dominant auf den Strecken? Geht sie da mit der Star Alliance nicht gut um? Und thematisch ist es so, wenn wir uns das mal ganz genau anschauen, dass die Air Canada jetzt auch sagt, ja, wir fliegen jetzt ein bisschen mehr über den Atlantik. Man setzt die 321 XLR ein, ab 2026 auf neuen Transatlantikstrecken. Eine Strecke, die dort neu kommt, ist Montreal-Berlin, dreimal wöchentlich von Juli bis Oktober 2026. Finde ich spannend, ob das funktioniert. Zusätzlich wird mit dem 321 ab Montreal, Toulouse, Edinburgh, Palma angeflogen. Dann gibt es auch eine 737 MAX 8, die fliegt von Halifax nach Brüssel, Montreal nach Nantes, Frankreich. Könnt ihr ja unten schreiben, wie man es ausspricht. Und dann Toronto, Ponta Delgada, Montreal, Catania, sogar dreimal wöchentlich. Die wird aber dann mit einer 787-8 geflogen, also dann doch mit einem Wide-Body-Flugzeug. Ja, das Joint Venture A++, wie es wirklich heißt, mit Lufthansa und United. Air Canada, Lufthansa, United koordinieren natürlich da ihr Joint Venture über die Atlantikflüge, gibt halt Profit-Sharing und so weiter, soll auch ein bisschen die Konkurrenz natürlich in Schach halten. Ist natürlich so, umfliegt die Air Canada mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen die LH-Hubs und strapaziert das Joint Venture, denn die Frage, ist das alles abgestimmt? Ich denke mal, das ist abgestimmt, also da brauchen wir gar nichts so zu sagen. Lufthansa betont ja, dass die also die Air Canada-Strecken koordiniert werden und Teil eines gemeinsamen Angebots sind. Das Schöne ist halt für viele in Berlin, dass das eine Perspektive ist für Berlin, dass der Flughafen wieder mehr Verkehr bekommt. Aletta von Massenbach sagt, am BR gibt es gutes Potenzial für XLR. Die Erfahrung lehrt zudem, dass das Potenzial noch wächst, wenn ein Angebot verfügbar ist. Also im Prinzip, was dahinter steckt, ist ja die alte klassische Nummer, die Emirates macht. Fly Dubai fliegt mit den 737ern irgendwo hin. Man merkt, das Geschäft bildet sich. Dann kommt die Emirates und übernimmt die Strecke. Und man fliegt dann dahin mit den Wide Bodies, also mit den größeren Flugzeugen, teilweise sogar bis zum 380er, je nachdem, wie sich lohnt. Ja, ich denke mal, das ist spannend, weil die Lufthansa ja auch jetzt selber nochmal durchrechnet mit dem XLR, ob man damit was werden kann. Ich glaube aber eher nicht, dass die Lufthansa selber mit dem XLR operiert, weil es wieder dezentral ist. Heißt also, dass man vielleicht das von der City betreiben lässt, also nicht City Lines, sondern City Airlines. Und das Thema ist natürlich immer wieder interessant. Ich denke mal, dass der XLR natürlich ein Riesenpotenzial hat für solche Märkte. Mal gucken, wie die Passagiere das annehmen. Wenn das Produkt stimmt, gibt es da natürlich keine Diskussionen. Ja, findet ihr problematisch, wenn die Air Canada ab Berlin Europa nonstop fliegt, während Lufthansa selbst in Berlin, ja, ich nenne es jetzt mal, nicht sichtbar ist. Da könnt ihr ja auch was zu kommentieren, was zu sagen, wie ihr das seht. Flughafen Frankfurt hat einen neuen First-Class-Check-In. Beim dritten Thema geht es spannenderweise auch darum, dass es ja lange eine Baustelle gewesen und das Hauptfeature, was sie haben, ist, dass es dort für First-Class-Gäste, Horn Circle, Senatoren, Star Alliance Gold
ein spürbar neues Niveau an Komfort und Effizienz gibt. Die neuen Features sind die Umkleidekabine im Check-in-Bereich auf ausdrücklichen Wunsch der Kundschaft, schneller Outfitwechsel vor dem Flug, zum Beispiel von Business auf Leisure und umgekehrt. Da haben wir unser Eichhörnchen, was uns immer hier wieder besucht, im Hintergrund gesehen. Und dann weiter geht es, dass man bequemes Umpacken fernab der allgemeinen Terminal-Hektik dort machen kann. Direkter Zugang zum Parkplatz P31 im Premium-Bereich, das ist natürlich eine coole Geschichte. Wiederöffnung der Lufthansa Business Lounge an Gate 13 für Statuskunden und Businessgäste. Man bietet ein spürbar neues Niveau an Komfort und Effizienz. Zu den Umkleiden habe damit einen häufig genannten Wunsch von Kundinnen und Kunden erfüllt. Ist die Umkleide etwas, was ihr wollt? Es ist jetzt, weiß ich jetzt nicht ehrlicherweise, ob das so ist. Ich persönlich habe es nicht vermisst. Deshalb würdet ihr solche Umkleiden im Check-in-Bereich nutzen oder ist das für euch ein Overkill und nur ein Symbol-Luxus? Da bin ich mal auch auf die Antworten gespannt. Ja, Project Fox Future Onboard Experience, da Lufthansa auf Premium setzen möchte, geht man da halt mit Vollgas weiter und gibt da Gas. Man möchte den Premium-Schritt machen nach Allegris. Start ist Frühling 2026, neues konsistentes Bordprodukt. Fine Dining 2.0 in der First Class ist ein Thema, was man dort ganz klar positionieren möchte. Menüs von Johann Lafer, die gibt es ja bereits auf der Kurz- und Mittelstrecke. Dann auf die Langstrecke sollen die kommenden Gäste entscheiden, was sie essen und wann sie die zweite Mahlzeit haben möchten. Man möchte kleine und große Gerichte, herzhaft und süß, Bowls, Küchen, Jausenplatte, Currywurst etc. Also etwas, was mir erstmal grundsätzlich, Currywurst, ja geil, Jausenplatte mag ich. Kommt in Premium, Eco und Business, kleine Täschchen in First längliche Box. Die logistische und operative Dimension, Partner Gate Gummi, man hat ja Lufthansa Sky Chef verkauft, deshalb macht das Gate Gummi, stellt neue Leute ein aus dem Michelin-Bereich. Also das heißt, die haben Michelin-Sterne, heißt also 90 neue Mitarbeiter mit Erfahrung in den Restaurants für First Class. Das macht Emirates ja schon lange und auch Qatar Airways. Die haben Leute eingestellt, die nichts anderes machen als den ganzen Tag First Class Menüs kochen und sie kommen aus der gehobenen Gastronomie. Vorspeise ist zum Beispiel bei dem Preview gewesen, die einige Teilnehmer, wie mir berichtet wurde, verköstigen konnten. Und zwar Parmesanmus mit karamellisierter Birne, optional mit Vulcano-Schinken, Shortrib mit Kartoffelstampf und zweierlei Pfeffersoßen, vegetarisch geschmorte Aubergine mit Miso und Bimi-Brokkoli. Das Dessert ist Schokoladenschnitte mit Aprikosenfüllung. Subjektive Bewertung die Vorspeise war der Favorit, so wurde es dort gesagt. Heiko Reitz, Chief Customer Officer Lufthansa. Es ist der nächste Premium-Schritt nach der Einführung von Allegris. In der Business Class entscheiden unsere Gäste künftig nicht nur, was sie essen, sondern auch wann. Master of Time ist natürlich ein schwieriges Thema für die Crews, weil es natürlich dann, wenn von den Gästen da Leute dann und dann und dann und dann essen wollen, ist das natürlich ein Thema. Ja, die Einführung von Fox ist operativ eine enorme Kraftanstrengung, logistische Großprojekt, das unseren gesamten Betrieb dort transformiert und ich bin mal gespannt. Heißt also, Fox soll die Lufthansa aus dem altverstaubten Sparprogramm wieder Richtung moderne Premium-Elan bewegen. Schwerpunkt liegt klar auf Kulinarik, Flexibilität, Wertigkeit auch in der Economy und der Premium-Economy. Also nicht nur die Hardware, sondern auch die Software soll verbessert werden. Ja, ist für euch das Essen an Bord ein echter Gamechanger oder bleibt am Ende Sitz und Preis wichtiger als Fine Dining im Flugzeug? Ich verzichte oft aufs Essen im Flugzeug, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, Lufthansa, also der Vorgänger der Lufthansa, wird 100 Jahre alt. Lufthansa feiert das zum Jubiläum. Es gibt eine Anniversary Fleet. Man möchte da nicht hinterherstehen. Finnair ist 100 Jahre alt geworden. Ich glaube, KLM war 100 Jahre alt geworden. Delta war es, glaube ich, da auch von Ed Bastian. 100 Jahre Sentinel, also diese 100-Jahr-Geschichte, man wird dreistellig. Und deshalb möchte man auch die Flugzeuglackierungen anpassen, zum Beispiel die 787-9 mit der Kennung Delta Alpha Bravo Papa Uniform ist ja das erste Flugzeug mit der Sonderlackierung, kommt im Januar zu uns. Airbus A380 wird sonderlackiert, 350-1000, 350-900, A320 747-8. Heißt also blauer Rumpf mit weißem Kranich, die Flügel des Kranichs gehen optisch in die Tragflächen über. Auf der linken Seite eine 100, rechts ein Schriftzug 1926, 2026. Auch auf der Unterseite wird eine 100 sichtbar sein. Flugzeuge fungieren als fliegende Botschafter des Jubiläums
Und der Zeitplan ist ja so, dass die im Dezember überführte 787-9er den Anfang macht. Dann die restlichen Maschinen werden nach und nach umlackiert. Die Anniversary Fleet soll bis Herbst 2026 vollständig sein. Die Umlackierung im Herbst 2026 ist natürlich etwas spät, aber gut, das ist halt der Plan. Jubiläum ist dann fast vorbei. Und die andere Frage ist natürlich, warum feiert man das Vorgängerding, wenn man da, also man will jetzt die 2026 nutzen für 100 Jahre, aber mit dem Vorgänger eigentlich nichts zu tun haben, ist irgendwie so die Quadratur des Kreises. Also ob man jetzt sagen kann, das kombiniert Tradition, Innovation und fliegende Botschafter, das ist natürlich, wie die Werbetexte sagen, schon ja, interessant, das ist Marketing-Sprech, aber wenn man halt guckt, warum man halt sowas eben macht, es ist natürlich schwierig. Also ja, keine Ahnung, es ist wieder inkonsistent. Man will alles haben, eierlegende Wollmilchsau. Entweder man ownt alles und auch alles, was in den 100 Jahren passiert ist, oder man lässt es sein, ganz ehrlich. Ja, ist das eine starke Branding-Maßnahme? Würdet ihr aktiv Routen planen, dass ihr mit dem 100-Jahre-Jet fliegt, oder ist es eine Lackierung, die euch eher egal ist und das Produkt ist wichtiger und anderen siehst es ja eh nicht im Prinzip. 6. Thema, und ihr merkt, die Sendung wird heute länger, 16 Minuten, ich bin mal gespannt. Black Friday gibt es natürlich auch bei American Advantage bis zu 50% günstiger in dem Cyber Sale. Die Mitglieder können Meilen bis zu 50% Rabatt kaufen. Jahreslimit ist auf 500.000 erhöht. 200.000 ist das Normale. Höchster Rabatt 50% gilt halt auch nur beim Kauf von 500.000 Meilen. Damit ist der Preis bei 50% Rabatt 1,88 US-Cent. 2021 gab es Meilen für 1,72 Cent, aber solche sind ja natürlich aktuell leider nicht mehr der Standard. Account muss mindestens 30 Tage existieren, Mindestkauf 3.000 Meilen, Angebot kann von AA jederzeit angepasst werden. Und wer mit der Advantage Kreditkarte kauft, sammelt zusätzlich Meilen. Natürlich durch den Umsatz, vergesst das nicht, amerikanische Kreditkarten sind leider geil. Ja, also insofern könnt ihr sagen, würdet ihr die 500.000 Meilen kaufen auf einen Schlag, oder wenn ihr dafür richtig großen Sweet Spot findet, zum Beispiel mehrere Business Awards, die halt auch targeted Rabatte geben, oder ist euch das Risiko zu hoch? Heißt also, ihr müsst gucken, es ist kein Invest, sage ich einfach auch dazu, also kein Blindkauf, nur wenn ihr einen Use Case habt. Das könnt ihr euch eigentlich immer merken für Meilenkäufe, immer Use Case haben. Und United natürlich auch mit Mileage Plus, da kann man im Cyber Sale bis 30. November 2025 kaufen, 100% Bonus oder 50% Rabatt. Sind die Top-Levels, Limits, Standardlimit pro Kalenderjahr sind von 175 auf 200.000 Meilen erhöht worden. Teilweise sind auch bis zu 250.000 möglich bei der Promotion. Und 1,88 US-Cent ist halt derselbe Preis wie bei American Airlines. United hat das Award-Pricing mehrfach geändert, also eine Devaluierung. Geändert heißt immer für uns schlechter leider. Man sollte halt immer Award-Preise checken, Kaufkosten einmal mit Cash-Ticket vergleichen. Und würden ihr euch entscheiden müsst, würdet ihr eher AA kaufen, also American Airlines Meilen oder United Meilen mit dem 50% Discount. Schreibt doch auch warum, würde mich mal interessieren. Ja, danke, dass ihr heute wieder durchgehalten habt, fast 20 Minuten mit der Sendung. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Als Frage des Tages nochmal erinnere ich gerne an die Frage mit der Livery oder Livery, egal, ich werde es nie lernen. Ist euch das wichtig? Bucht ihr extra ein Flugzeug wegen der Livery oder nicht? Und das andere ist mit dem Premium Check-in. Würdet ihr benutzen, die Umkleidekabine, macht die für euch Sinn oder eher nicht? Weil es gibt ja auch innen drin Umkleidekabinen, wo man wechseln kann. Also, danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao, ciao.